Hier sind schon wieder Petra und Ingo. Hallo. Und heute wollen wir euch erzählen, wie wir auf das kommen, was wir die ganze Zeit machen, also darauf, wie Römer und Germanen gekämpft haben. Leider hat sich aus der Zeit kein Fechtbuch erhalten, das erklärt, wie das funktioniert, aber zum Glück sind wir bei der Frage nicht auf Raten angewiesen. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Kampfkunst aus geheimen Tricks besteht, die man einfach nur lernen und im richtigen Moment anwenden muss. In Wirklichkeit ist Kampfkunst einfach nur die möglichst effektive Ausnutzung von Physik, Anatomie und Geometrie. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, hatten denn die Germanen und Römer überhaupt schon eine Kampfkunst? Ja, Schwert und Schild wurden bereits in der Bronzezeit erfunden. Das heißt, bis zur Varusschlacht hatten die Römer und Germanen tatsächlich schon etwa 1500 Jahre Zeit herauszufinden, wie man das effektiv verwendet. Außerdem wissen wir, dass die Römer eine Berufsarmee hatten und eine sehr lange 20-jährige Dienstzeit. Diese Männer waren wahre Profis und sie haben intensiv trainiert, um erfolgreich zu sein. Auch von den Germanen wissen wir durch Schriftquellen, dass sie trainiert haben, denn auch sie wollten möglichst effektiv kämpfen. Häufig werden wir gefragt, warum wir nicht zu den Beinen schlagen. Aber das kann man ganz einfach erklären, das hat auch was mit Anatomie zu tun. Der kürzeste Weg zum Gegner ist, wenn ich den Arm so ausgestreckt halte, denn der Arm ist an der Schulter festgemacht und so habe ich den kürzesten Weg zum Gegner. Hebe ich mein Schwert oder senke ich es, verringert sich diese Reichweite und ich kann den Gegner nicht treffen. Da gibt es tatsächlich archäologische Funde, die darauf hinweisen, dass auch bei Römern und Germanen der Arm schon an der Schulter festgewachsen war. Das heißt, das können wir tatsächlich auf diese Zeit übertragen. Und was das bedeutet, zeigen wir euch mal kurz. Und hier sieht man deutlich, ich kann ihn wohl nicht treffen, aber er hat meinen Kopf getroffen und das geht ziemlich böse für mich aus. Anthropologische Funde zeigen auch bei verletzten Skeletten, dass sich die Verletzungen überwiegend am Kopf oder am Oberkörper befinden, und auch römische Schriftquellen leiten die Legionäre immer wieder an, eben genau dorthin zu stechen. Das heißt also, es war tatsächlich in der Zeit auch schon bekannt. Eine Ausnahme bildet die Hand, denn wenn der Gegner seine Hand, seinen Kampfarm vorstreckt und ihn nicht genügend deckt, passiert Folgendes. Ja, und dann kann ich auch nicht mehr weiterkämpfen nach dieser Verletzung. Viele Leute stellen sich einen Schwertkampf so vor, dass einer angreift und der andere diesen Angriff pariert. Also so. Ja, und da sieht man, das hat keine große Wirkung, denn Ingos Schlag ging ins Leere und ein weiterer negativer Effekt ist, man beschädigt ganz stark die Schneiden und hat dann jede Menge Schaden daran. Außerdem muss ich bei dieser Art zu kämpfen immer auf Petra reagieren. Und damit bin ich immer ein kleines bisschen langsamer als sie. Die Reaktionszeit, die kennt ihr wahrscheinlich aus der Fahrschule. Wir kämpfen deswegen so, dass unsere Angriffe auch gleichzeitig uns gegen sinnvolle Gegenangriffe des Gegners schützen. Das zeigen wir euch mal jetzt. Hätte ich nichts gemacht, hätte Petra mich am Kopf getroffen. Hätte sie nichts gemacht, hätte ich sie am Kopf getroffen. Dadurch, dass wir aber beide alles richtig gemacht haben, war unser Angriff eben auch gleichzeitig eine Verteidigung. Wir konnten uns eben nicht treffen. Und an welcher Stelle diese beiden Prinzipien in unserer Schildtechnik wirken, zeigen wir euch jetzt. Ja, ich konnte Petra am Kopf treffen und war durch meinen Hieb gegen ihren sinnvollen Gegenangriff zu meinem Kopf geschützt. Und wieder mal ist es mir nicht möglich, die Waffe unten einzusetzen und Ingos Beine zu treffen. Diese beiden Prinzipien haben wir jetzt mit den Schwertern erklärt. Die gelten aber genauso gut für jede andere Waffe auch, also auch für den Schild. Das heißt also, es ist keine gute Idee, zu versuchen, den anderen mit dem Schildbuckel zu boxen oder zu stechen, weil man dann einfach viel zu nah dran ist. Ja, und solange wir nur zu zweit sind, etwa gleich groß sind und vergleichbare Waffen benutzen, ist das alles natürlich ganz einfach. Wenn wir jetzt aber in einer Schlacht sind, wo mehrere Leute zusammenkommen, also wo viele Leute da sind, wo unterschiedliche Waffen, vor allem unterschiedlich lange Waffen, wie zum Beispiel Speere im Einsatz sind,
wird das Ganze recht kompliziert. Aber ein wichtiges Prinzip bleibt: am besten man hält möglichst weit Abstand vom Gegner und versucht dabei trotzdem die möglichst höchste Reichweite zu erreichen. Wenn also einer etwas falsch macht, ist das ungünstig und es wird aber auch nicht dadurch besser, dass 100 Leute es falsch machen. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und vielleicht beantworten wir sie in einem unserer nächsten Videos.